Hallo, willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir Iskender Kebab. Bei Inhalt bei der Iskender Kebab habe ich hier 700 Gramm Rinderhüftesteak, ein Zwiebelgroße, die Kräuter, Kreuzkümmel, Pfeffer und Chili habe ich da und Thymian. Milch für Espressotasse, Öl mit der Espressotasse und Pfeffer habe ich. Und Salz kommt immer im Schluss bei der Braten. So, jetzt nehmen wir den Fleisch auf der Seite, machen wir erst die Soße. So, jetzt kommt erst Zwiebeln. Machen wir ganz bei der feinen Stelle. Gut, fertig, das langt. Okay, Zwiebeln, kommt Öl, wie gesagt Espressotasse, Milch, auch Espressotasse. So, jetzt kommen die Kräuter alle und Pfeffer. Okay, so alles umrühren. Fertig. Jetzt kommt die Fleisch dran. Ist alles sauberes Fleisch. So, immer dünne Scheibe schneiden. Dünn. Man sieht ja, so dünne Scheibe immer. Alles da rein. Fertig. Alles da rein. So. Jetzt müssen wir alles umrühren. So, warum habe ich das jetzt gemacht? In der Soße eingelegt. Der Fleisch wird weicher und aromatischer. Lassen wir 5 Stunden wenigstens in den Kühlschrank. Man kann auch 24 Stunden Kühlschrank drin lassen. So, jetzt decken wir es zu und kommt Kühlschrank. So, durch meinen Kühlschrank geht es weiter nach 5 Stunden. Wir machen jetzt mit Iskender weiter nach 5 Stunden. Kommt in der Pfanne. Kann nichts da rein tun. Warmes Pfanne rein, einfach. Okay. Jetzt decken wir zu. Machen wir die Tomatensauce. Kommt Olivenöl in der Pfanne. Etwas Olivenöl. $50 Milligramm. Jetzt kommt noch Butter rein, etwas. Butter machen wir auch so Löffel, 50 Gramm ungefähr. So, jetzt fangen wir mit der Soße an. Ich habe hier ein paar Paprika, Spitzenpaprika habe ich verschiedene. Schneiden wir so mundgerecht. Okay. So. Gut, jetzt kommt die Pfanne rein. In den Topf, halt kleine Topf. Als Pfanne. So. Okay, lassen wir drin. Fangen wir mit der Tomate an. Eine Fleischtomate, große, geschält. Schneiden wir dünn, muss man schneiden. So, wir lassen noch den Paprika anbraten, dann gehen wir weitermachen. So, jetzt kommt für die Soße Tomaten und Paprikamacher rein. Ein Löffel machen wir rein. So, ein Löffel. So, mal umrühren. So, braucht noch 2 Minuten ungefähr. Muss alles schmelzen. Fertig. Jetzt kommt Tomate rein, gleich. Tomate. Okay.
Jetzt Salz rein. Etwas Salz. Und Wasser. Ein Glas Wasser. So. Umrühren. Zudecken. Müssen wir. So. 10 Minuten kochen. Jetzt machen wir Joghurtsoße. Ich habe 2 sehr kleine Knoblauch hier. Schneiden wir erstmal klein mit Messer. So. So, etwas Salz drauf. Okay. So, mal drücke mal ein bisschen da rein. Okay, so, fertig. Knoblauch jetzt da rein. So. Okay, jetzt kommt Joghurt da rein. 10% muss es sein, Joghurt. Ich mache halbe Kilo rein. So. Jetzt nehmen wir das weg. Nochmal Salz etwas. Schön umrühren. Es muss locker sein. Jetzt gucken wir gleich mal Flasche rein, wie weit ist. Ungefähr 10 Minuten. Wahrscheinlich. Gucken wir mal rein. Das Wasser ist jetzt schon entzogen bald. Ja, ist was weg, Wasser. Nur noch Butter. Ja, Öl ist drin noch. Gut. So, legen wir auf Seite. Joghurtsoße. Die Flasche ist fertig, nach ungefähr 10 Minuten hat es gebraucht. Jetzt tue ich noch so ein 30-40 Gramm Butter rein. Der gibt ihm nochmal weicheres Geschmack, schönes. So. Decken wir zu und legen wir auf die Seite. So. Jetzt hole ich die größere Pfanne. Hier. Den anderen legen wir weg. Kommt der hier. So, jetzt kommt Fladenbrot. Ich habe Fladenbrot gekauft. Das ganze Fladenbrot habe ich 2 geteilt. So, fangen wir an. Schneiden wir so ein Mundgerecht wieder. Kleines Stück. So, jetzt tun wir in der Pfanne noch Öl rein. Olivenöl. Olivenöl. Etwas Butter rein. So. Noch. Und wie gesagt, mundgerecht muss es sein. So klein, nicht so groß. Okay. So, jetzt kommt Brot da rein. Okay. Umrühren muss man sie. So, etwas warm machen und dann ist es fertig. Muss halt ein bisschen braten. Es muss warm werden, Brot. Okay, jetzt kommt noch, im Schluss kommt noch Salz rein. Hier, Fleisch, etwas Salz. So, umrühren. In der Soße mache ich auch noch ein Stück Thymian rein. Ein Teelöffel Thymian für die Soße. So, fertig. Jetzt schalte mal aus, Soße. Jetzt gucken wir das Brot, sieht gut aus. So. Es brennt schon, warm, so muss es sein, heiß. Fertig. Jetzt tun wir Brot da rein. Erst kommt das Brot, die geröstete Brot. Okay, fertig. Jetzt kommt Joghurt da rein. Noch mehr Joghurt hier.
Dann kommt die Flasche rein. So, jetzt kommt die Soße am Schluss. So, fertig. Guten Appetit wünsche ich Ihnen mit Iskender. Bis nächstes Mal. Ahmed. Tschüss.